Nach all den geplatzten Träumen und der großen Ernüchterung rund um die Remastered-Version von Warcraft 1 bis 3 zum Jahreswechsel und im Frust über das Streichen der einstigen ikonischen deutschen Sprachausgabe hatte man als RTSler eigentlich schon wieder innerlich mit dem Warcraft-Franchise abgeschlossen. Aber, wie das Gott sei Dank mittlerweile immer häufiger der Fall ist, springen dann eben andere Indies in die Bresche und lassen die großen AAA-Studios betröppelt am Straßenrand stehen. Wir hatten das zum Beispiel vor 2 Jahren mit Ubisoft und der Die Siedler-Serie, wir haben das demnächst mit EA und Command & Conquer und wir haben das jetzt mit Blizzard und dem Warcraft-Franchise. Denn die 4 Jungs von Orc Group haben Mitte Dezember aus dem Nichts mit ihrer Demo zu The Scoring einen waschechten Nachfolger im Geiste auf Steam geworfen, welches unglaublich viel richtig macht und welchen ihr aktuell auch völlig kostenlos sowohl im Single- als auch im Multiplayer testen könnt. Dieses Video wird euch von Instant Gaming präsentiert, welche euch mit Starship Troopers Terran Command einen echten RTS-Kracher für gerade mal 2 € im Angebot haben. Im Spiel müsst ihr euch in spannenden Taktikkämpfen durch die überlegenen Horden der Bugs kämpfen und dabei Außenposten bemannen, Stellungen halten und in einer super guten Kampagne der mobilen Infanterie wortwörtlich den Arsch retten. Ich hatte mit Terran Command viel Spaß und kann es euch daher nur empfehlen. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei diesen Kanal hier massiv. Vielen Dank. Slytherin takes you to the front lines of the next frontier. Starship Troopers, Terran Command. Zurück aber zu Warcraft 4 oder eben halt The Scoring, nennt es wie ihr wollt. Das Indie-Projekt beschreibt sich selbst als ein RTS mit hohem Tempo, viel Liebe zum Detail und einer Erfahrung der nächsten Generation, was ich durchaus so unterschreibe. So führt ihr hier Menschen gegen Orks in die Schlacht und fühlt euch bereits ohne wenig Einarbeitung schon nach wenigen Minuten wie zu Hause. Weitere Völker wie Untote, Elfen, Zwerge und Co. sind schon in Planung. The Scoring ist aber keine reine 1:1 Kopie des Originals, sondern hat auch selbst einige richtige gute Ideen. So gibt es zum Beispiel einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel. Während ihr am Tag relativ Ruhe habt und euch ungehindert aufbauen könnt, machen euch in der Nacht Untote zu schaffen, die an dunklen Orten spawnen, oder Wölfe, die durch die Nacht streifen und sich auf Beutefang befinden. Erwähnenswert ist auch, dass es für eure relativ schnell nach oben skalierbaren Einheiten überhaupt kein Limit gibt. Ihr könnt hier also, wenn ihr es drauf anlegt, richtig große Massenschlachten genießen, was ein absolutes Novum im Warcraft-Bereich ist. Der Basenbau beschränkt sich aktuell noch auf eine Handvoll Gebäude, die wiederum mit noch nicht allzu viel Upgrades für eure Einheiten aufwarten, was aber nicht der finale Spielumfang ist, sondern lediglich den Stand der verfügbaren Demo wiedergibt. Gelungen sind auch die Belagerungswaffen in Form von Kanonen, die nur auf den Gegner schießen können, wenn keine eigenen Einheiten im Weg stehen und die Sicht frei ist, da diese sonst von der eigenen Kanonenkugel ebenfalls überrollt werden würden, was euch wiederum zu mehr Micro zwingt, sich aber nicht lästig oder sowas anfühlt, sondern sogar sehr nachvollziehbar ist. Anders als in Warcraft müsst ihr in The Scoring neben Gold, welches ihr übrigens auch für das Töten von Feinden bekommt und euch somit für proaktives Handeln belohnt, euch neben Holz auch um Nahrung kümmern. Habt ihr so zum Beispiel für eine längere Zeit zu wenig Essen für eure Arbeiter und das Militär, verlieren diese konstant an Energie und sind dementsprechend schwächer. Die meisten Gebäude lassen sich mit Bogenschützen oder Kanonen bemannen, was ihnen mehr Schutz, aber auch eine höhere Sichtweite und Reichweite spendiert, während Schwertkämpfer zunächst eine Leiter erklimmen müssen, um das Gebäude zu stürmen. Und so entstehen absolut gelungene RTS-Schlachten, in denen es an allen Ecken und Enden knallt und ihr immer was zu tun habt. Die aktuelle Demo, die ihr schon jetzt auf Steam herunterladen könnt, bietet euch aktuell neben einem Skirmish mit bis zu 7 KI-Gegnern auch einen Multiplayer mit 2 Maps. Einmal eine kleine One-on-One-Map und eine etwas größere mit bis zu 6 Spielern für FFA, 2 gegen 2 gegen 2 und 3 gegen 3 Matches. In der Zukunft soll das Scoring zudem um Helden nach dem Vorbild von Warcraft 3 erweitert werden, welche Diablo-like XP sammeln und Gegenstände anlegen können. So soll es dann sogar RPG-Missionen geben, in denen ihr nur euren Held steuert, während die KI die Aufgaben in deiner Siedlung übernimmt. Das fertige Spiel soll dann neben einer Kampagne und Multiplayer mit bis zu 8 Spielern
auch über einen umfangreichen Editor verfügen, mit dem ihr eigene Karten, Skripte und Modelle erstellen können sollt. Einen Blick in die aktuelle Demo kann ich also problemlos jedem empfehlen, der irgendwas mit RTS-Spielen am Hut hat. Das Ding macht ab Minute 1 unglaublich viel Spaß und darf ruhig als das verstanden werden, was es sein soll, nämlich eine gewaltige Ohrfeige in Richtung Blizzard.